Es war die Geburtsstunde der ersten Choreografie überhaupt in einem Fußballstadion. Die Bayer 04-Fans dankten mit Verspätung dem Retter Markus Münch, der weiterzog zum FC Bayern. Ein fantastischer Rahmen für das Spitzenspiel zwischen Leverkusen und München, das am 9. März 1997 spitzenmäßig begann für die Werkself. Schon nach 5 Minuten traf Paulo Sergio zum 1:0 für Bayer 04. Leverkusen mit Christoph Daum war urplötzlich Bayern-Verfolger, schon vor diesem 21. Spieltag. Nur 5 Punkte Rückstand, doch Bayer 04 spielte schon wie ein Meister. Die 37. Minute, Nowotny auf Riedlewitz. Den Münchnern verging Hören und Sehen im Ulrich-Haberland-Stadion. Und es wurde noch schlimmer für den Spitzenreiter. Markus Feldhoff, der für den angeschlagenen Kirsten auflief, sogar mit dem 3:0, 3 Minuten vor der Pause. Doch die Bayern gaben sich nicht auf. Trappattonis Spieler kamen durch die Treffer von Nerlinger und Basler binnen 7 Minuten wieder heran. Bis der Stern des Mannes endgültig aufging, der in seiner Leverkusener Zeit einfach nicht an Ulf Kirsten vorbeikam. Aber Markus Feldhoff spielte an diesem Abend das Spiel seines Lebens. Seine Tore zum 4:2 und 5:2 besiegelten den bis heute höchsten Heimsieg von Bayer 04 gegen den deutschen Rekordmeister. Die Bayern waren geschlagen und mussten anerkennen, unter Christoph Daum war Leverkusen urplötzlich zum ernsthaften Münchner Rivalen aufgestiegen. Man trifft sich immer wieder im Leben, dachte sich auch Erich Ribbeck, der Ende Mai 1995 zu Beginn seiner zweiten Amtszeit auf den FC Bayern traf, der ihn zum Jahresende 1993 vor die Tür setzte, um mit Franz Beckenbauer die Meisterschaft zu erringen. Doch die süße Rache von Sir Erich ließ erstmal auf sich warten. Dirk Heinen in seinem erst 6. Bundesligaspiel musste den Bayern im ungewohnten Gelb-Grün erst zweimal die Führung verwehren. Ein angespannter Rückkehrer Erich Ribbeck konnte dann beobachten, wie Bayer 04 zweimal richtig viel Glück zur Seite stand. Eine minimale Berührung von Torschütze Wittitschek gegen Pavel Happal reichte Schiri Heinemann zur Aberkennung des Bayern-Führungstreffers. Und auf der anderen Seite fiel Happal sehr leicht nach Kontakt mit Helmer. Den darauffolgenden Freistoß von Andreas Thom verwandelte Ulf Kirsten zum 1:0. Im zweiten Durchgang waren die Münchner auch feldüberlegen und in der 81. Minute wurde es dann kurios. Nach Schusters Handspiel hatte Bayern-Torwart Oliver Kahn so eine Vorahnung. Was wetten wir, dass der verschießt? Um den Teamgeist beim damaligen FC Hollywood war es bekanntermaßen nicht so gut bestellt und Christian Ziege scheiterte tatsächlich am überragenden Dirk Heinen. In der Schlussminute durfte Paulo Sergio noch das 2:0 für die Werkself einnicken, die am Ende nur 7. wurde. Übrigens hinter den Münchnern, heute undenkbar auf Platz 6. Trotzdem sorgte dieses 2:0 gegen die Bayern für einige Genugtuung, vor allem bei Erich Ribbeck. Von wegen Gipfeltreffen wie heute, als Paul Breitner und das Münchner Star-Ensemble am 19. Januar 1980 erstmals in Leverkusen gastierte, waren die Bayern beim frisch gebackenen Aufsteiger Bayer 04 klarster Favorit. Doch Breitner, Rummenigge und Co. blieben schon in einer weitestgehend ereignislosen ersten Halbzeit hinter den Erwartungen zurück. Und in der zweiten Hälfte übernahm der Außenseiter das Kommando, die 60. Minute. Erst Thomas Hörster, dann Peter Zech und das Handspiel von Münchens Abwehrspieler Hans Weiner, das die Führung verhinderte. Schiedsrichter Wilfried Brückner zeigte sofort auf den Punkt. Nur gelb für Weiner, aber dafür das 1:0 für Bayer 04. Verteidiger Dietmar Demuth traf wie im Hinspiel in München per Strafstoß. Die heimstarke Werkself nahm schon zuvor den Favoriten Kaiserslautern und Köln im Ulrich-Haberland-Stadion Punkte weg und spielte fortan wie entfesselt. Kurt Eigl hatte gleich 2 Großchancen, die Bayerns Keeper Walter Junghans zunichte machte. Nur einmal musste Bayer 04 noch zittern in den Schlusssekunden. Und dann war Historisches vollbracht. Am 19. Januar 1980 besiegte Leverkusen erstmals den späteren deutschen Meister aus München. Seit diesem Überraschungserfolg war Leverkusen auf der Fußballlandkarte in Deutschland auch Paul Breitner und Co. ein Begriff.